Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu XENOBLADE CHRONICLES X. Wir sind hier vor New LA und das wurde gerade schlagartig dunkel. Holy fuck, und das ist ein schön großer Mond. Cool. Immer wieder was Neues, immer wieder schön. Ja, wir sind hier bei unserer Kuppel, die ganze Stadt drin versorgt wird und so weiter und so fort. Und wir wollen da heute hin, um, naja, halt in Sicherheit zu sein vor der Dunkelheit erstmal. Und auch weil Elmar gesagt hat, hey, lass mal da hingehen. Da müssen wir eh hin. Was steht da? Mediatoren, Piers. Hi. Oh, hallo. Du bist bestimmt der Neue. Colonel Elmar hat schon alles durchgefunkt. Dass sie dich gefunden hat. Es ist schon spät. Und ich bin ein bisschen müde. So. Nach so langer Zeit in der Stasis wirst du bestimmt nur noch nach Hause und schön duschen. Leider ist das Westtor gerade geschlossen. Wenn du in die Stadt willst, musst du den Lift oben an der Treppe nehmen. Aber da die Viecher erlegt habt, wegen denen wir hier in Alarmbereitschaft waren, wird das Tor bald bestimmt wieder geöffnet. Okay. Bis es soweit ist, bitte ich um Geduld. Du verstehst das sicher. Ja, das verstehen wir sicher. Nehmen wir den Lift. Ich mag sowieso ein bisschen Aufzug fahren gerade. Kriegen wir eine bessere Aussicht wahrscheinlich. Aber das hier, das an der Seite sieht aus wie Eis. Das finde ich ultra krass. Und wie das so schön schimmert. Schön. Was ich mal ansprechen wollte. Zur Ausrüstung. Wir haben ja Moment, es ist im Team, nicht Status. Unter Ausrüstung. Was ich bei jedem RPG eigentlich essentiell finde, was es eigentlich haben muss, ist, dass Ausrüstungen verschieden wertvoll sein müssen. Unser Protogewehr oder unser Einsatzgewehr ist sehr wertvoll. Steht auch oben dran, unter Sturmgewehr und neben Angriff. Auf der rechten Seite. Und haben auch gewöhnliche Sachen. Sehr wertvolle, extrem wertvolle Sachen. Also ich finde, es ist sehr geil, wenn Gegenstände schon zu Beginn, muss sie extrem sein, wenn die schon zu Beginn so eine Art Wertungssystem haben. Das ist so ein Ding, da fühle ich mich als Spieler einfach dazu verpflichtet, mir die beste Ausrüstung zu holen, die es gibt. Nach und nach. Sei es von irgendwelchen Quests oder sei es von irgendwelchen Monster-Drops. Ich will die beste Ausrüstung bekommen. Und das macht dieses Spiel für mich jetzt schon am Anfang extrem geil. Weil ich habe schon sehr wertvolle Sachen gefunden. Das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen werden, wenn ich es in alles spielen möchte. Was ich nur kurz machen wollte, ich möchte mal kurz auf mein Gamepad klicken. Ach, kann ich ja gar nicht. Moment. Erstmal aus dem Menü raus. Mal kurz in die Kamera geschaut. Mal kurz in die Kamera. Ich will mal ein bisschen rumspielen. Ui. Und dann mache ich ein paar Emotes mit meinem Gamepad. Das finde ich so ultra geil. Oh, wir salutieren. Wir salutieren, aber ganz schön lange. Okay, hören wir auf damit. Over here. Ja. Nice. 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 Ach, das ist so geil. Untersuchen wir den Lift. Oh, der fährt direkt hinauf. Schauen wir mal kurz in die Wildnis raus. Ich muss sagen, bei Nacht sieht es auch ziemlich geil aus. Also. Oder bei frühen Abend, wobei das sieht nämlich ziemlich heftig nach Nacht aus. Oh, wir haben schon 21 Uhr. Oh, wir sollten mal Gas geben. Anscheinend kann man nicht mit jedem hier reden. Das ist ein bisschen doof. Naja, okay, wäre auch ein bisschen zu viel, wenn man für jeden einzelnen Charakter, den es so gibt, was machen kann. Zumindest mit den Typen hier könnte man eventuell was reden oder da sollte was eingeblendet werden, Text oder so. Das wäre schön, aber muss nicht. So, was haben wir denn hier? Ladevorgang. Wahrscheinlich mit der Cutscene. Ui, wir können die Kamera drehen. Okay. Laufen, laufen, laufen. Wer ist das? Achso, das sind wir. Oh. %. Ziemlich viel laufen. Cool.
Sie hat eine coole Ausrüstung. Well, here we are. Not too shabby, huh? For a giant beached spaceship, anyway. But, like it or not, this place is our home now. We took the name from the city it was modeled after back on Earth. Ich mag die Aussicht. Ja, ich mag die Aussicht. We call it New Los Angeles. Welcome to NLA. Ich find's gar nicht mal so hässlich. And so it was that another survivor came to join our band of refugees. Together, we resolved to forge a new way of life here on Mira, come what may. Aww. New LA was a beautiful lie to ourselves. Truth is, we were adrift, heading into the unknown. Huh. Our native home was gone, swallowed in a shroud of light. And our future was uncertain. We had no idea what fate lay in store for us. Only that we had to keep living in order to see it. Ich mag es, wenn die Cutscenes einfach geil aussehen mit in der Nacht. Aber sieht extrem aus wie ein Industriegebiet. Ich hoffe, da können wir noch was verbessern. Hallo Logo, ich mag dich. XENOBLADE Chronicles X. Muss ich mal drücken? Nee, muss ich nicht. Okay. Da wir endlich wieder überschreiben? Nö. Finde ich zwar nett, dass man es machen kann, aber wenn man aufnimmt und dann auf einmal die Datei irgendwie nicht wirkt, dann ist es doof. How about a quick tour of the facilities to refresh your memory? Klar. Let's start with your living quarters. Follow me. Wo werden wir denn leben? Ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Bekommen wir ein eigenes Haus, das wir umbauen dürfen? Das wäre cool. Brave citizens of New Los Angeles, good day. This is your Director General, Maurice Chausson. Ein Franzose? Today, I once again come to you with news I am truly delighted to share. Yesterday, we repatriated 10 more white whale crew members. These fellow pioneers will rejoin our ranks as citizens of NLA, bringing with them skills and know-how that will bolster our ability to survive and indeed flourish here in our new home. This, of course, is only the latest success in our continuing efforts. Director General? Since when? For the rescue and recovery 2 days ago, ma'am. of our brothers and sisters. Huh. I stand here truly From political aide to director general in just a few weeks. At this rate, he'll be emperor by next month. together for a better NLA and a better Irina? tomorrow. Gwyn? Nice work out there, ma'am. Ist das ein Vibe oder ist das ein Typ? Frage nach, wer die beiden sind. Interesse zeigen. Verwirrt reinschauen. Wundere dich, warum Elmar mit Ma'am angesprochen wird. Ich bin eigentlich interessiert in den beiden, aber, naja, warum wird sie mit Ma'am angesprochen? Wahrscheinlich, weil sie Rang höher ist. Also, von daher, zeigen wir Interesse. Right. Introductions. Irina Akulov, Gwyn Evans. This one of the survivors, Colonel? Hm. The survivor. I only found a single pod intact at Starfall Basin. Wait, what? What happened to 10 more crew members? Come on, seriously? Chausson was never one to let the truth get in the way of a good speech. Still, every last survivor counts. Tja, wo es recht hat. You can call me Irina. I'm with the Interceptors. Me too. Same division.
You can call me Mr. Evans. Or just Gwyn. Gwyn? Huh. The three of us were in the Coalition forces together. Specifically, the Special Operations Heavy Armor Training Unit, aka the Skeleton Crew. Skellies. I was a colonel and Irina a lieutenant. Gwyn was a more recent recruit. Of course, I keep telling them we don't need those old ranks anymore now that we're here. You're still colonel to me, ma'am. No reorg will ever change that. And that's not about chain of command either. It's about respect. Your respect. You've earned it. And the award for best ass kiss goes to... Okay. Well, I'd remind you both the ma'ams aren't necessary if I thought you'd listen. All right, ma'am. We should be getting back to work. Until next time, Colonel. Wenn sich das so einbürgert, dann kann man nichts dagegen machen. Right. We should be going too. The administrative district isn't far. That's where you'll be calling home. For now, anyway. Darf ich jetzt wieder spielen? Das wäre sehr, sehr freundlich, weil ziemlich viele Cutscenes. Und ich möchte die Parts ja gerne so... Ah, Kapitel 1. New Los Angeles. Ja. Ah, wir sind im... Oh, Wunder, das Industriegebiet. Ja, wer hätte das gedacht? Oh yeah, die geile Musik in dem Spiel hier. Oder in dem Areal. Wie war das Springen? Auf ZR, genau. Es gibt jetzt zum Glück keinen Fallschaden. Ich bin so froh. Wieder mit Anna. Hallo, Anna. Ein Pathfinder, okay. Was war das denn gerade da draußen? Was war denn da draußen los? Ich habe Schüsse und lautes, gequältes Heulen von der anderen Seite des Westtors gehört. Da scheint eines unserer Teams in einen Kampf verwickelt worden zu sein. Hoffentlich ist eines gelungen. Hoffentlich haben sie die aggressiven Bestien drangekriegt, die sich da an die Stadt rangeschlichen haben. Wenn wir die los wären, könnten wir das Westtor endlich öffnen. Ich könnte dir doch Bescheid sagen, von wegen, wir haben die gekillt, die Viecher, oder? Naja, scheinbar nicht. Schauen wir uns ein bisschen hier in der Stadt um, beziehungsweise im Industriegebiet. Beziehungsweise... oh. Wollen wir erstmal nach Hause. Hust. Cutscenes über Cutscenes, meine Güte. Oh, der scheint instabil zu sein. Oh oh. Oh oh. Bitte nicht auf mir landen, bitte nicht auf mir. Oh, dankeschön. Wo fliegt er hin? Oh Mann, mach keinen Scheiß, Junge. Lande ordentlich. Lande gut und ordentlich. Nicht auf uns drauf, bitte. Oh, Himmel. Das klang nicht gut. Okay. Ist das die GTA oder was? Alle fanden total bescheuert rum. Mit, Mechs. Damn it! Da ist er sauer. Ja, wer ist das denn für einer? Und... Okay. Was auch immer das jetzt war. Bin heute ein bisschen verwirrt. Look, I know what exhaust smells like, and it was exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would you? Oh, I'm checking. I just seriously doubt... Hey, look at that! The intake exhaust bypass is reversed. Oh man, it's a good thing I caught that. You caught that? You're the one who cleared me to fly. Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn.
Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Lynn und Doug. Oh, hey, Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you-know-whos? Cool. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. Huh. Frage verblüfft nach Lynns Alter. Echt jetzt? Besorgt blicken. Versuche herauszufinden, was mit dem Auspuff passiert ist. Das ist echt... Also direkt nach dem Alter fragen ist arschig. Das tut man nicht. Aber zu fragen... Nichts Persönliches zu fragen, sondern was mit dem Aufpuff... Also, das ist auch irgendwie doof. Fragen wir nach dem Alter. Wie alt bist du? She's 13. 13. And I know, she looks young, and she is young, but trust me. Huh. She's one of our top talents. Most of the time, that is. Most of the time. Anyway, you guys heading back to the barracks? Die ist verdammt Ja. jung. Hui. Why do you ask? As long as you're here, why don't I take you on the transport? It's a great way to see the city. I'll give you the grand tour. That sounds like a great idea. All right, Doug, I think that'll be all for today. You can clean up here and dock the Skell. What? Don't mind the exhaust. I'll take care of it tomorrow. Don't mind it? Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Lynn! Lynn! Sie ist auch recht groß für 13. Oh. Nicht im Team. Aktuelles Team. Sie ist Level 5. Echt jetzt? Die hat ein höheres Level als wir. Aber wir haben einen höheren Rang. Irgendwie. Was auch immer unser Rang ist. Nehmen wir sie mal rein. Ponk. Kann ich mal anschauen? Status? Hat auf jeden Fall... Kann ich irgendwie nach oben scrollen? Nee. Was hat sie denn für ein dickes Ding auf dem Rücken? Ist das ihre fette Kanone? Holy fuck. Also die Kleine hat auf jeden Fall Stil. Eine Menge KP. Das sind Spannungspunkte. Und hat einen extrem hohen Nahkampfangriff. Aha. Okay, ich würde sagen, man schickt sie am besten in den Nahkampf momentan. Hat auch eine gute physische Resistenz. Heißt, sie könnte eventuell sogar ein Tank sein. Das wäre interessant. Wie viel hat sie denn? Sie hat mehr... Warte, sie ist echt ein Tank. Holy fuck. Sie ist ein Tank. Also so ein richtiger Damage-Fresser. Okay. Moment. Ach, Änderungen bestätigen, da unten. Aber sie ist jetzt im Team, hinter mir. Guck mal, wie klein die ist im Vergleich zu uns. Wir sind so 1,85 und sie ist so ein Kopf größer, kleiner. Kopf größer, vor allem Kopf kleiner. Aber die ist doch neben dem 13, also bitte. Und ich weiß, in der amerikanischen Version wurde sie älter gemacht, der ist irgendwie 16 oder so. Was ich gut finde, dass sie es in der europäischen Version beibehalten haben, dass sie so alt ist. Und da vorne sehe ich auf dem Minimap ein Ausrufezeichen. Das heißt, das ist eine Quest. Endlich eine Quest. Was haben wir denn hier? Hallo. Ja, Transporterpilot. Wow, Ladevorgang. Wirklich? Muss das sein? Um diese Uhrzeit. Ein Ladevorgang. Okay. Was auch immer geladen wird. Ich bin gespannt darauf. Das sieht aus wie so ein halber... Das sieht aus wie ein Hybrid aus einem Flugzeug und irgendwie... Ja, wie heißt das? Wohnwagen. Und das auch orange ist, ist es definitiv ein Holländer. 100%ig ein Holländer. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. There's still so much to be done. Oh, wir sind da drin. Das ist auch cool. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Nö? Aw. Why don't you give us the express tour, Lynn? Just the highlights. Okay, you got it. Die müsste doch schon längst im Dinge sein. New LA Bett. is divided into 4 districts. We departed from the industrial district, Aha. where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. Okay. It's also where the West Gate is located, remember?
expect to pass through there fairly often. Okay, Westtor Industriegebiet. The only other gate out of the city is in the administrative district, but I'm skipping ahead. Verwaltungsbezirk, okay. Next is the commercial Ach, das district. sieht ja schick aus. Restaurants, galleries, cafes, clothing, groceries, you name it. It's a veritable shopping paradise. Cool. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Das ist auf jeden Fall Well, by NLA schön. standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. To your right, the residential district. Housing, and more. Bekommen wir auch ein eigenes Haus, bitte? Plus a nice park and the cathedral. Oh, eine Kirche. Cool. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the administrative district, the nerve center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Okay. Not to mention Armory Alley as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. Okay. Bin ganz gespannt, das alles erkunden zu dürfen. And this Ah. concludes our tour. We will be landing shortly. Thanks, Lynn. We'll save the rest of orientation for once we're back at the barracks. Manchmal wünschte ich, es gäbe eine deutsche Synchro. Ich glaube, die wäre gar nicht mal so schlecht. Aber dann würde es wieder heißen, oh, warum ist eine deutsche Synchro? Ich will die japanische haben oder die englische. Nee, man kann es keinem recht machen. Aber ich hätte nichts gegen die deutsche Synchro, solange sie gut ist. Und meine Güte, die Cutscenes dauern manchmal echt ein bisschen lange. Und sind ein bisschen übertrieben. Von dem, was sie beinhalten. Gar nichts. Enjoy your stay in the administrative district and thank you for flying Lindley Airlines. Immer wieder gerne. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. Dahinter? Oh, so viel laufen. That road there wraps around the left side and leads right to it. Okay, würde ich sagen. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. Oh, das Arsenal. Oh, ho, ho, ho. Darf ich bitte selber laufen? Das wäre super und wunderschön. Kapitel 1. 3 von 5 schon? Wirklich? Wir haben schon 3 von 5 Dinge abgeschlossen. Kapitel 1. Okay. Na dann würde ich sagen, laufen wir um den Blade Turm herum. Und nebenbei einfach mal betrachten hier alles. Ich muss sagen, ich mag den Nachthimmel. Der ist wunderschön. Er ist wirklich schön. Die ganzen Nebel, die man hier sieht in der Luft, ist geil. Der Mond da hinten. Und das hier vorne ist ein Skell. Ein Skelly. So ein schöner Mech-Roboter. Wie auch immer. Ein Gundam. Wie wir ihn später auch bekommen werden. Oh, ich bin so gespannt darauf. Ich will den unbedingt spielen. Das da ist ein fetter LKW. Ist das ein... Nee, ich habe gedacht, es wäre eventuell ein Panzergerät, aber nein. Ah, jetzt sind wir in der Arsenal Allee. Arsenal Allee. Ob die hier irgendwie Fußball spielen? Regina, hallo. Sprich mit Regina über ihren Laden. Erkundigen. Hallo. Wir verkaufen hier ungewöhnliche Funde, die mein Mann in... Ah, sie hat einen Mann. Meh. Von seinen Missionen mitbringt. Er ist Pathfinder und stolpert bei der Arbeit immer wieder über Kurioses. Ah, alles ausverkauft. Meh. Natürlich. Ist doch typisch. Geh erstmal nach da und später kannst du dir alles erkunden, ne? Ha, ich stehe in deinem Hologramm drin, Depp. Ja. Ah, das ist cool. Hey, hier ist Fritz. Hey, Fritz. Working hard? Bewohner sprechen, klar, plaudern. Die Wirtschaft der Stadt kommt langsam in Schwung.
Und immer mehr Bewohner besuchen die Arsenal-Allee als Kunden. Ich muss gestehen, als unbekannte Feinde uns zur Bruchlandung auf diesem gefährlichen Planeten zwangen, da erschien mir die Zukunft einfach nur schwarz. Aber sieh dir das nur alles an. Wie hart er dafür kämpfen, unsere Zivilisation zu erhalten. Menschen sind wirklich hartnäckige Geschöpfe. Aber auch ich will lieber tatkräftig Unterstützung leisten, als nur unbeteiligt zuzusehen. Ich mache hier am besten wieder an die Arbeit. Um Mitternacht. Okay, mach das mal, mach das mal. Dann laufen wir ein bisschen weiter. Da ist jemand mit einem Ding im Kopf. Als Blade kann man das Terminal da drüben nutzen, um neue Waffen und Ausrüstung zu kaufen. Okay. Wenn ich ja in die Nähe gehe von ihr? Nee, aber irgendwie ist er... Kann ich vielleicht stören? Nö. Okay. Hallo, Vera. Was? Fragt Vera nach ihrer Meinung über die Xenoformen. Eine Sache, die ich extrem lustig finde, in der englischen Version, also in der englischen Sprachversion, sind es ja alles Aliens. Einfach nur fett Aliens. In der deutschen Version Xenoformen. Was ich persönlich gar nicht mehr so scheiße finde. Weil das macht irgendwie mehr Sinn, dass es Xenoformen sind. Das ist ja schließlich Xenoblade. Ha? Aber gut, fragen wir mal nach über die Xenoformen. Nachdem die Erde so... Nachdem der Erde so übel mitgespielt wurde, haben manche Menschen begonnen, alle Xenoformen zu hassen. Ja, verständlich, oder? Ich meine, da haben eine komische Xenoform deinen Planeten zerstört und du musst fliehen. Doof. Aber ich als Wissenschaftlerin bin äußerst interessiert an Lebensformen, denen die Evolution eine ganz andere Art von Intelligenz mitgegeben hat als uns. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurden überall auf dem Planeten Ruinen gefunden, die nahelegen, dass hier schon früher intelligentes Leben existiert hat. Oh, Ruinen. Cool. Ich nehme jede Gelegenheit wahr, etwas Neuem und Unbekanntem zu begegnen. Wie sieht es bei dir aus? Ich will antworten. Hallo. Oh, was ist die? Prospektloren. Okay, Prospektloren, irgendwie sowas. Naja, gehen wir erstmal in unser Quartier. Oder erstmal zu... Wie heißt die? Suriella. Suriella. Sie ist ein Medic. Okay. Bist du hier, um mit der guten Fee der Stadt zu sprechen? Gute Fee der Stadt? Du etwa? Was sagst du? Du weißt nicht, wer die gute Fee der Stadt sein soll? Na, ich bin das, du Dummerchen. Eigentlich bin ich Mediatorin. Aber nebenbei stehe ich den Leuten mit Rat und Tat zur Seite. Egal, ob es um Ausrüstung, Waffen oder verlorene Gegenstände geht. Die Leute haben mich irgendwann nur noch die gute Fee genannt. Oder die gute Fee der Stadt genannt. Und mir gefällt der Name eigentlich ja ganz gut. Okay. Wenn es dir gefällt, dann gefällt es mir auch. Mann ey, es gibt nichts Besseres, als im Scale über die weiten grünen Felder von Primoria zu rasen. Ihr Mädels braucht eine Skill-Lizenz, und zwar pronto. Wow, wirklich? Der macht die Weiber damit an, dass er einen komischen Mech reiten darf. Reiten? Fliegen darf. So ein Arsch. Ich will auch reinreiten. Ich sag mal reiten. Mountain. Fliegen, wie auch immer. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Frage, was mit der Registrierung auf sich hat. Interesse zeigen, Gesicht verziehen. Zeige, dass du keine Lust hast, dich irgendwo zu registrieren. Ich habe keinen Bock, mich zu registrieren. Es ist spät, ich will schlafen. Is there a problem here? Und wer bist du? Holy fuck, was bist du denn für einer? So, you must be the latest rescue. Secretary Nagi. Nagi? Okay. Ms. Ku. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry So eine about. Lügnerin. Good. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there.
just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here... Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Der ist 100 pro böse. Ich würde wetten. Ich würde darauf wetten, dass er böse ist. Er kann mir keiner was anderes erzählen. Der ist einfach so mit schwarz angezogen, hab so einen roten Streifen über die Brust, hab eine Narbe und bin böse. So. Ah. Das sieht, naja, nett aus. Ich dachte, es seien Baracken und keine Militärstation hier vorne. Aber okay. Langes Anstand und Schweigen. Auch gut. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may remember me as captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New Auch wegen dir sind wir abgestürzt. Danke, du The Arsch. provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? He seems capable. Let's give it a little more time. At least until he knows enough to be able to make an informed decision. He seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? He could barely remember his name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Frage, wie genau die Menschen auf Mira gelandet sind. Nachhaken. Ja, wir sind abgestürzt, ne? Scheiß gelaufen. Klären. Lasse dir die Organisation Blade genauer erklären. Erkundigen. Frage, wie es mit der Registrierung weitergeht. Ja, wir wissen ja, wie wir gelandet sind. Wir sind abgestürzt. Das haben sie schon uns erklärt. Klären. Was ist Blade eigentlich? Was ist das? Erzähl. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. Und die wäre? The search for and recovery of the Lifehold. Lebensspeicher? Was ist Lebensspeicher? Take a look at this. Was ist das? Hologramm. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira.
What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Doof. Blade's top priority now is locating the missing units. Hätte man nicht eventuell den ganzen Stase-Kapseln da irgendwie, ich weiß nicht, so einen Peilsender geben können oder ein GPS-Signal einbauen können, dass man sie wiederfindet? So relativ einfach. Das ist ziemlich doof, wenn man die nicht wiederfindet und die einfach da Monate, jahrelang in der Stase rumhängen. Das ist echt scheiße. Frage wie sind wir eigentlich hier gelandet? Haben wir ja gerade mitbekommen schon, haben die ja gesagt, von wegen wir sind abgestürzt. Und ein paar von uns sind irgendwie weggeflogen. Deswegen erkundigen wir uns einfach mit der Registrierung. Wie es damit weitergeht. Sag an, Meister. Ah, yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. Ach, wir müssen trotzdem fragen. Okay. Klar, Name, Alter, Beruf ist klar. Gesundheitscheck ist auch klar. Warum wollen die wissen, wie viel Geld ich habe? Das ist ein bisschen doof, weil wir, naja, wirklich eigentlich ohne Geld auskommen könnten hier in der Welt. Naja, nachhaken. It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Oh, fuck. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash, and blown away. Zerstört. Einfach ausradiert. Schweinerei. Gemeinheit. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elmer. Huh? What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus, and no escape for any of us. Wie, was? Warte. Did it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived. Moment, was? So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Moment, was? Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Handlungsmission, Kapitel 1. Auftraggeber Nagi, Ort Blade Quartier
Lasse dir von Lynn und Elmar den Verwaltungsbezirk zeigen und bringe mehr über Blade in Erfahrung. 20 irgendwas und 5000 irgendwas. Was haben wir da? Verlasse das Blade-Quartier, okay. Habe ich das richtig verstanden, dass wir eigentlich die ganze Katastrophe mit Erde zerstören und so Elmar zu verdanken haben? Weil es klang gerade so von wegen, sie hat Scheiße gebaut, deswegen sind die ganzen Aliens oder Xenoformen zu uns gekommen, haben den Planeten zerstört. Das fände ich ziemlich scheiße. Also, ja, das wäre echt scheiße. Großer Mist wäre das. Na nun gut, kann man ihr böse sein? Ich meine, schaut sie euch an. Sie ist doch erst 29, also bitte. In dem Alter kann man noch große Kacke bauen. Ab 30 wird's Kacke. Ab 30 wird's echt blöd, wenn man da Scheiße baut. Aber nun gut, wir haben unsere allererste Quest. Yes. Oder Mission. Kapitel 4 von 5. Okay, also Kapitel 1, 4 von 5 haben wir geschlossen. Blade-Quartier, mit dem können wir eigentlich immer wieder reden, okay. Aber ich würde langsam mal sagen, wir müssen hier mal raus. Wo geht's denn hier raus? Ah, da unten, da ist der Pfeil auf der Karte. Der Pfeil auf der Karte. Moment, da unten lang. Oder? Ah ja, genau, hier sind wir am Eingang. Und dann hier einmal raus. Und öffnen. Ja. In den Verwaltungsbezirk. Ich mag den Verwaltungsbezirk. Ich hoffe, jetzt gibt es nichts noch großartig Böses, was auf uns zukommt, weil ich möchte langsam den Part beenden. Der ist schon ziemlich umfangreich. Obwohl wir hier nichts gemacht haben, wirklich. Außer laufen und ziemlich viel Cutscene-Gequatsche. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah. Nagi must really, really want him to join Blade. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Wie sie so schaut. Get a load of that skill. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Was? Sie redet definitiv nicht wie eine 13-Jährige. Oh Mann. Wobei, doch tut sie. Nur halt ist das irgendwie weird, weil sie ja irgendwie, naja, egal. Gell? Nie gehört. Finde raus, was das ist. Nachfragen, bewundern. Starre sehnsüchtig dem Skell nach. Skell haben wir schon gehört, wir haben auch schon einen gesehen. Deswegen ist Nachfragen eigentlich total bescheuert. Bewundern wir einfach. Starre sehnsüchtig nach dem Skell nach. Now this guy gets it. Aren't they just the coolest? Just everything about them. The lasers, the force fields, Laser, the Kraftfelder, magical transformieren. and Was? weird transformations. Bäh. You ever have that dream where you're inside one and it's just transforming over and over and over? Yeah, you know what I'm talking about. Actually, I don't normally show this to people, but I've been working on some Skell fanfiction. Wirklich? Hold on, I'll just pull it up here one second. Ich will jetzt nicht sagen, typisch asiatisches Kind, aber Fanfiction, bitte, was? Sorry. Mädel, das ist weird. Originally, Skells were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never have come so far so fast without Skell technology. Technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot Skell. Auch zu Blade. And even then, you need a license. Ah. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test.
Blades who go above and beyond in their duties and for the people of New LA in general. Okay. So what do you say? If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Ja, auf jeden Fall wollen wir einen. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Ich würde aber sagen, wir sind schon ziemlich weit im Part drin. Und deswegen würde ich den Part beenden wollen an der Stelle. Zu den Scales, ich habe von Leuten gehört, die das Spiel schon ein bisschen länger haben. Also halt die Leute, die das testen durften, um Reviews zu machen und so weiter und so fort. Von denen habe ich gehört, dass es eine ziemlich lange Weile dauert und braucht, bis man so ein Scale bekommen kann. Es wurde gesagt, so Spielzeit von 20 Stunden plus. Dann ist man so weit und darf einen endlich bekommen. Und die sollen auch echt krank teuer sein. Und wenn man einen im Kampf verliert, dann sind die echt teuer zu reparieren. Da kann man sich eigentlich schon fast einen neuen kaufen, wenn die komplett zerschrottet sind. Und das kann ziemlich... Ich kann mir vorstellen, das kann ziemlich ärgerlich werden. Aber dafür sind die auch extrem stark. Aber man sollte auch nicht ohne und so weiter, ohne Teampartner in den Kampf gehen. Auch wenn man seinen Skill hat. Man sollte es nicht übertreiben. Aber nun gut, ich würde sagen, wir haben jetzt schon eine ordentliche Zeit hier vor uns. Und haben noch ordentlich was zu tun in der Stadt. Das machen wir im nächsten Part. Ich bin raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar oder ein Abo oder teilt das Video. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Part. Auf dann. Bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.